Es ist Ende des Jahres 2024 und wahrscheinlich machen Sie sich bereits Gedanken über neue Vorsätze, die Sie nächstes Jahr umsetzen möchten. Erst einmal möchte ich darauf hinweisen, im Ayurveda ist jeder Tag der richtige Tag, um etwas Gesünderes zu etablieren, denn Sie sollten es sich wert sein und in Ihrem Inneren immer das Gesündere wählen wollen. In Klammern, Ausnahmen sind immer erlaubt. Dennoch ist ja das so der übliche Zeitpunkt im Jahr, wo viele überlegen, was sollte ich anders tun und dann mit einem sehr motivierten 1. oder 2. Januar starten, neue Dinge zu etablieren. Und da möchte ich ganz klar auch einmal inspirieren, dass Sie genau überlegen, was passt eigentlich wirklich zu Ihnen ganz individuell. Häufig haben die verschiedenen 3 Dosha-Konstitutionen auch verschiedene Ansätze, wie sie mit diesen neuen Routinen etablieren, umgehen. Und da möchte ich auf jeden Fall Tipps mitgeben aus der ayurvedischen Sicht, denn die Vata-Konstitutionen machen häufig die größten Listen, fangen vielleicht schon Wochen oder Monate vorher an und verzetteln sich dann irgendwie mit zu vielen Dingen, die sie gleichzeitig versuchen umzusetzen, und am Ende klappt wahrscheinlich nichts. Das ist jetzt so die überspitzte Variante, aber ich glaube, alle Vatas nicken schon und sagen, ja, ja, stimmt, stimmt, ist mir schon ein paar Mal passiert oder so ähnlich zumindest. Die innere Haltung dahinter wäre sehr viel effizienter oder sehr viel besser, einfach zu sagen, ich nehme mir eine Sache vor und die meine ich auch wirklich ernst und da versuche ich jetzt mal meinen Fokus drauf zu legen, bis es wirklich Einzug in meine Routine, in meinen Alltag, in meine Tage gezogen hat. Das ist wirklich der wichtigere Tipp, zu sagen, fokussiert mit einem Tipp oder mit einem Vorhaben loszulegen und da dran zu bleiben. Die Pitta-Konstitution ist in der Regel zu streng mit sich selbst und baut sich so viel Druck auf und ist in der Regel auch immer erpicht darauf, alles perfekt zu machen. Und entsprechend dürfen die Pitta-Personen, die jetzt zuhören, vielleicht auch hier nur einen Vorsatz sich auswählen und sich darauf fokussieren, was für sie ein leichtes ist, aber dann darf dieses Vorhaben auch mal einen Tag aussetzen oder mal eben noch nicht perfekt funktionieren von Anfang an. Und da ist es wichtig, auch hier die innere Haltung der Gelassenheit mit hineinzunehmen und zu sagen, ich bin sanftmütig mit mir, auch wenn es mal nicht gleich perfekt gelingt, auch wenn es nicht sofort immer klappt. Das ist ganz wichtig. Und für die Kapha-Konstitution braucht es meistens ein bisschen extra Portion Motivation. Das bedeutet für den Vorsatz, auch hier idealerweise nehmen Sie sich einen Vorsatz vor und keine 5 oder 10 oder noch mehr, sondern einen, meinen das ernst und reflektieren auch, was bringt mich wirklich weiter und was kann ich auch realistisch umsetzen. Und dann sehr gerne vielleicht mehrere Dinge überlegen, wie kann ich mir selbst helfen, motiviert zu bleiben oder überhaupt dran zu denken. Zum Beispiel das als allererstes am Tag abhaken, dann kann man sagen, ich habe es geschafft und es nicht hinten anstellen, weil, ist irgendwie unbequem und so neu und was mag der Kaffer nicht so gern, sondern zu sagen, ich gehe das direkt an und dann habe ich es erledigt und dann kann ich meinen normalen Trott wie vorher ja doch auch weitermachen. Oder zum Beispiel sich einen Wecker zu stellen im Handy oder wo auch immer, mit einem normalen Wecker geht es auch, der immer zu der bestimmten Tageszeit dann klingelt, damit man sich daran erinnert, dass man ja eigentlich etwas Neues gerade implementieren möchte und das ist dann in dem Moment dran. Na, das sind einfach mehrere Ideen, vielleicht ist es auch etwas anderes, seien Sie da kreativ. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Jahr 2025 dann im Ayurveda Parkschlösschen begegnen und wünsche Ihnen ganz viel Freude, sich selbst etwas Gutes zu tun.